Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und habe ein Leben lang Probleme damit gehabt, Ordnung und Struktur in mein Leben reinzubekommen, bis ich die Fly Lady Methode entdeckt habe. Und im heutigen Video geht es um die Baby Steps, und zwar sind das die Grundschritte, die wir benötigen, um Routinen zu entwickeln, die in die Morgen- und in die Abendroutine fließen, mit denen wir dann es schaffen, unseren Haushalt in Ordnung zu halten. Dieses Video ist der erste Teil der Serie der neuen Baby Steps, die ich hochladen werde. Im heutigen Video geht es um die Küchenspüle und den ersten Babyschritt, den wir machen können nach der Fly Lady Methode. Sollte dich das Thema interessieren, bleib auf jeden Fall dran. Hinterlasse mir gerne ein Abo, ein Däumchen, einen Kommentar, wenn dir das Video gefällt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Wir beginnen heute mit dem ersten Babyschritt mit der Küchenspüle. Das ganze System basiert ja auch auf dem Buch Die magische Küchenspüle, und die Küchenspüle ist immer dein Startpunkt. Solltest du mit dem System anfangen wollen oder solltest du aus dem System rausgehopst sein und möchtest wieder einsteigen, auch dann fängst du wieder bei der Küchenspüle an. Ich erkläre dir jetzt, wie du dabei vorgehen sollst und was es so Interessantes damit auf sich hat. Möchtest du anfangen mit der Fly Lady Methode, sollst du als erstes die Küchenspüle auf Hochglanz bringen. Wichtig dabei ist, es ist wurscht, wie es in der Küche aussieht. Wenn deine Arbeitsplatte voll ist, selbst wenn das Geschirr sich in der Spüle stapelt, nimm das Geschirr, pack es auf die Arbeitsplatte und fang einfach an, die Küchenspüle zu schrubben. Kümmere dich nur um die Küchenspüle. Du sollst dir den Timer stellen auf 15 Minuten und die Küchenspüle zelebrierend putzen. Und das heißt wirklich mit Zahnseide, mit einer Zahnbürste, was auch immer du brauchst, um diese Küchenspüle auf Hochglanz zu bekommen. Du stellst dir also den Timer, du schrubbst die Küchenspüle auf Hochglanz und wenn du fertig bist, polierst du sie trocken. Und zwar fangen wir direkt mit dem ersten Babyschritt an, auch gewisse Sachen von der Fly Lady zu übernehmen. Der erste Punkt ist, wir verzichten auf Perfektionismus, indem sie ja sagt, selbst wenn da Geschirr in der Spüle steht, nimm sie einfach beiseite. Du musst das Geschirr nicht abwaschen, putz trotzdem nur die Spüle. Wir sollen auf Perfektionismus verzichten, weil das uns meistens im Weg gestanden hat, überhaupt irgendwas zu tun, weil wir immer gedacht haben, entweder ich mache es ganz oder ich mache es gar nicht. Das heißt, wir fangen hier direkt beim ersten Babyschritt damit an, auf Perfektion zu verzichten. Es ist komplett egal, wie es drumherum aussieht. Es geht einzig und alleine darum, dass wir die Küchenspüle sauber bekommen. Das heißt, Punkt 1, wir verzichten auf Perfektion. Der zweite Punkt, der sehr interessant ist, ist, dass wir direkt mit dem Timer beginnen. Das heißt, wir fangen an, uns 15 Minuten den Timer zu stellen, um diese Küchenspüle zu putzen. Dieser Timer wird uns in der gesamten Fly Lady Methode begleiten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Man sollte den Timer auf jeden Fall auch benutzen, an den Stellen, wo er halt auch gefordert ist. Das trägt dazu bei, dass wir einfach erlernen und merken, dass gewisse Punkte, die wir aufschieben, einfach in kurzer Zeit erledigt sind. Das ist also ein Aha-Effekt. Von daher solltest du auf jeden Fall auch den Timer nutzen. Da die Küchenspüle, nachdem wir sie den ersten Tag geschrubbt haben, auch direkt in unsere erste Routine mit einfließt, und zwar in die Abendroutine, das ist sozusagen der erste Schritt in unserer Abendroutine, den wir ab heute an machen. Wir kümmern uns nämlich jeden Abend darum, dass die Küchenspüle sauber bleibt. Natürlich müssen wir uns dafür jetzt keine 15 Minuten mehr Zeit nehmen, weil die Küchenspüle ist ja sauber. Das heißt, es reicht, wenn wir sie einmal auswischen und trocken reiben. Das dauert vielleicht eine halbe Minute, aber die Küchenspüle bleibt so sauber. Das heißt, wir lernen jetzt hier auch direkt den dritten wichtigen Punkt, auf dem die Fly Lady Methode aufbaut. Und zwar, wir lernen, die Ordnung zu halten in kurzen Zeitfenstern. Das heißt, wir investieren eine halbe Minute am Abend, um einmal die Küchenspüle auszuwischen und trocken zu polieren. Und damit werden wir aber ganz schnell sehen, dass die Küchenspüle einen langen Zeitraum wirklich sauber bleibt im Vergleich zu früher, wenn wir sie geputzt haben und dann vielleicht uns 2 Wochen nicht mehr um die Küchenspüle gekümmert haben. Zukünftig werden wir einfach feststellen, dass wir durch diese Abendroutine, wo wir uns halt diese halbe Minute Zeit nehmen, um sie trocken zu reiben, tatsächlich dauerhaft Sauberkeit beibehalten können. Das heißt, es sind hier 3 wesentliche Punkte, auf denen die Methode überhaupt aufbaut, in diesem ersten Babyschritt mit drinne. Und so kommen wir wirklich von vornherein gut in diese Methode ein, und das ist wirklich ein perfekter Startpunkt. Als Bonustipp würde ich dir noch an die Hand geben, wenn es möglich ist, pack dir ein Handtuch oder einen kleinen Waschlappen oder ähnliches an die Küchenspüle und versuche jedes Mal, nachdem du abgewaschen hast oder die Spüle benutzt hast, einfach sie trocken zu reiben. Dann hast du keine Probleme mit Kalkflecken oder sonst irgendwas. Wenn dir das aber zu viel Arbeit ist, dann ist das egal. Dann bleib einfach dabei, dass du jeden Abend vorm Schlafengehen einmal nochmal eine Minute dir Zeit nimmst, um die Küchenspüle zu wischen und abzutrocknen. Ansonsten habe ich dir hier noch 2 Videos rausgesucht, die dir gefallen könnten. Im nächsten Video geht es mit dem zweiten Babyschritt weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.